Herzlich willkommen in Wien. Heute nehme ich dich mit auf eine exklusive Tour durch das Herz der österreichischen Demokratie. Das historische Parlamentsgebäude direkt an der Ringstraße. Schon von außen zieht der Palas Athenebrunn alle Blicke auf sich. Seit der großen Wiedereröffnung im Jahr 2023 erstrahlt das gesamte Areal in ganz neuem Glanz. Ich gehe jetzt hinein. Die Sicherheitskontrolle am Eingang ist obligatorisch. Dort herrscht natürlich Filmverbot. Doch direkt dahinter öffnet sich das Haus für alle Besucher. Am Empfang erkundige ich mich nach den Details für meine Führung. Das Tolle daran, ich habe das Ticket vorab online gebucht und der Eintritt ist komplett kostenlos. Bis es losgeht, sehe ich mich aber schon mal in der beeindruckenden Agora um. Das Wort kommt übrigens aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Marktplatz oder zentraler Versammlungsort. Und genauso offen wirkt dieser riesige Eingangsbereich auch. Am Treffpunkt bekommt jeder aus der Gruppe eigene Kopfhörer, damit wir unseren Guide auch gut verstehen können. Über das Headset bekommen wir nämlich nicht nur spannende historische Details mitgeteilt, sondern auch den ein oder anderen Einblick, der sonst nicht jedem bekannt ist. Unser erster Stopp ist die prachtvolle Säulenhalle. Und das Beste für mich, Filmen und Fotos machen sind hier überall ausdrücklich erlaubt. Ich muss schon sagen, es ist einfach atemberaubend, wie unglaublich wunderschön hier alles verziert ist. Wohin man auch blickt, überall sieht man kunstvolle Details, prachtvolle Muster und monumentale hellenische Skulpturen. Man fühlt sich hier drin sofort wie in einem antiken griechischen Tempel versetzt. Doch das war erst der Vorgeschmack, denn jetzt geht es weiter in den wohl geschichtsträchtigsten Teil der gesamten Tour. Direkt hinein in den großen, denkmalgeschützten, historischen Sitzungssaal. Aber wer saß damals eigentlich auf diesen Bänken? Hier kamen die gewählten Vertreter aus allen damaligen Kronländern der Habsburger Monarchie zusammen. Die Politiker reisten von Böhmen über Galizien bis ganz hinunter nach Dalmatien an, um hier gemeinsam zu tagen. Weil das Reich so riesig war, hat der Saal auch gewaltige Dimensionen. Es gibt hier drin insgesamt 516 Sitzplätze für die Abgeordneten. Angeordnet ist das Ganze in einem riesigen Halbkreis, genau nach dem Vorbild eines antiken griechischen Theaters. Wir machen noch einen kurzen Abstecher in den Bundesratssaal. Das ist der Ort, an dem die Politiker aus den Bundesländern zusammenkommen. Der Kontrast zum historischen Saal könnte kaum größer sein. Nach der jahrelangen Generalsanierung wurde dieser Raum komplett modernisiert und barrierefrei umgestaltet. Hier schlägt heute der Puls der österreichischen Gesetzgebung. Das absolute optische Highlight ist der Blick nach oben. Das alte, dunkle Dach wurde durch eine gigantische, hunderte Quadratmeter große Glaskuppel ersetzt. Dadurch strömt unglaublich viel Tageslicht in den Saal, was symbolisch für eine moderne, transparente und offene Politik stehen soll. Besonders spannend sind auch die neuen Sitze hier drinnen. Für die 183 Abgeordneten gibt es jetzt hochmoderne ergonomische Sessel. Zudem ist jeder Platz mit modernster Technik, Mikrofonen und Abstimmungsknöpfen ausgestattet, damit die langen Debatten und Votings reibungslos ablaufen. Bevor wir den Raum endgültig verlassen, fällt der Blick natürlich auf das mächtigste Symbol im Saal, den riesigen österreichischen Bundesadler an der Stirnwand. Mit diesem beeindruckenden Anblick verabschieden wir uns aus dem Plenarsaal, denn unsere Tour neigt sich langsam aber doch dem Ende zu. Nach der Führung wollte ich unbedingt noch die Gastronomie hier ausprobieren. Also bin ich mit dem Lift in den 3. Stock gefahren, wo es auch die Terrasse gibt, und ins Bistro gegangen, ins Kelsen-Bistro. Und dort habe ich mir aus irgendeinem Grund einen Kaisersmarrn bestellt. Ich fand das in dieser royalen Umgebung einfach absolut passend. Und was soll ich sagen? Er war absolut in Ordnung. Und noch ein cooler Tipp am Rande: Man hat hier tatsächlich auch Zutritt zu einem kleinen Teil der Parlamentsbibliothek. Dort kann man sich einfach hinsetzen, in Ruhe lesen und die Atmosphäre genießen. Insgesamt habe ich fast 3 Stunden in dem Gebäude verbracht und ich muss sagen, es hat sich voll gelohnt. Ich habe echt einiges dazu gelernt.
Mein Fazit: Die Führung ist komplett gratis und zahlt sich extrem aus, wenn man in Wien ist. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hoch da. Schreib mir mal in die Kommentare, ob du auch schon mal im Parlament warst bzw. in Wien. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.